Eine kuriose Spielzeit geht in die finale Runde. Der BVB wird sie definitiv als Zweiter beenden. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen im letzten Spieltagsmagazin dieser Saison. Ja, in dieser Saison ist wirklich alles anders und wir wollen natürlich noch einmal zurückblicken am letzten Spieltag. Was ist so gewesen? Und heute habe ich einen Mann zu Gast, über den ich mich wirklich ganz besonders freue, weil er ist dafür verantwortlich, dass wir den zweiten Platz geschafft haben. Einfach toll, Lucien Favre ist hier. Danke, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Lucien. Als wegen Corona im März der Spielbetrieb eingestellt wurde, hast du daran geglaubt oder gedacht, dass es irgendwann noch einmal losgeht, oder hast du gedacht, das war's? Nein, ich habe immer gedacht, wir werden wieder spielen, weil wir haben sofort in den Verein auch, es war ein Plan, wir sollten anfangen Mitte April, nachher Ende April oder so. Das ist ganz normal, weil es ist sehr schwer, das zu organisieren. Aber wir haben immer gedacht, wir werden weiter spielen. Und ich muss sagen, was hat den Verein gemacht und die DFL hier, das ist sehr gut. Das war sehr strikt, wie sagt man. Ja. Wir müssen zweimal pro Woche kontrollieren, Coronavirus und so, Fieber messen und so, und viel Disziplin. Aber am Ende Deutschland wird in 2 Tagen wird Schluss, alles ist gespielt, nur der Pokal ist noch nicht gespielt, und vor Ende Juni es wird insgesamt fertig sein, und es war sehr gut organisiert, weil auch Deutschland war auch viel besser vorbereitet dafür im Krankenhaus und so als die anderen Länder in Europa. Aber wir haben es ja auch gehört, die Disziplin innerhalb der Bundesliga hat dafür gesorgt, dass wir keinen zusätzlichen Corona-Fall hatten. Das war natürlich auch hervorragend, dass alle sich daran gehalten haben. Ja, das war nötig. Die Details, die Distanz, Mütze und so, wie sagt man, Mundschutz, sorry. Und das war sehr, sehr wichtig, die Disziplin. Aber auch den Rest war auch sehr, sehr gut. Ja. Die Pause, die war im Prinzip so lang wie eine normale Sommerpause. Ja. Und wie schwierig war es für dich als Trainer, die Mannschaft nach der Pause dann auch wieder in den Wettkampfmodus zu bekommen? Ja, ich muss sagen, die Saison hat, wie sagt man, 1,5 Monate mehr gedauert. Das ist klar, Fakt. Und so, und wir haben fast nie aufgehört. Wir haben eine Woche nichts gemacht, aber es ist nur eine Woche, wo die Spieler zu Hause etwas machen sollten. Und hoffentlich auch gemacht haben. Ja, man weiß nicht. Genau so. Aber ich denke, sie brauchen Sport auch. Egal was sie machen, sie brauchen auch Sport. Und wir haben sehr schnell angefangen. Und das sollten wir organisieren, die DFL so in den Verein, sofort mit Gruppe von 2. Es ist lang, weil du musst das ganze Tag im Stadion, im Trainingsgelände bleiben. Gruppe von 2, 1 Stunde, nachher 1 Stunde diese. Und wir sind nicht 30 Trainer. Und so, und es war sehr gut gemacht mit Konditionstrainer, mit allen sehr gut organisiert. Und die Spieler waren immer bereit. Sie haben fast nie gehabt ein Training, wo es war nicht gut. Sie haben alles auch gegeben, und es waren andere Übungen. Es war nicht klassisch wie eine normale Woche. Genau. Es war mit 2, wir sollten die Spieler 10 Meter voneinander halten, trotzdem Pässe, Technik in die Luft, Technik am Boden und so. Es war ganz anders. Wir haben auch gelernt. Verein, Mannschaft und Trainer mussten einige Herausforderungen doch meistern. Das haben alle Beteiligten wirklich herausragend gemacht. Und was ist von dieser Saison hängen geblieben? Wir schauen mal kompakt zurück auf die letzten Monate. Corona ist das dominierende Thema in dieser Saison, auch bei Borussia Dortmund. Doch was wird sonst noch in Erinnerung bleiben, außer dem Derby-Sieg natürlich? Schwarz-Gelb ist wieder Vizemeister zum 2. Mal in Folge.
Der Verlauf diesmal genau umgekehrt zur vorherigen Spielzeit. Nach einer durchwachsenen Hinserie legt der BVB eine richtig starke Rückrunde hin. Ebenfalls bemerkenswert der neue Torrekord. 84 Mal hat Schwarz-Gelb getroffen, so oft wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Dortmund im Angriffsmodus, in der neuen Saison dann hoffentlich auch wieder auf die Tabellenspitze. Ja, wir haben es gerade gehört, Lucien. 84 Tore ist absoluter Vereinsrekord. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich wusste nicht darüber, aber... Deshalb haben wir auch gesagt, du musst zu mir kommen. Du musst? Du musst hier zu mir kommen, damit du das auch erfährst. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Du bist Fußballliebhaber, das wissen wir alle. Wie sehr freust du dich über so einen Rekord? Ja, wie gesagt, ich wusste nicht darüber. Man hat mir informiert, das ist sehr, sehr schön. Ja. Also das ist sehr, sehr schön. Ja. Viele Tore, ist noch nicht fertig. Nee, wir können ja noch mehr. Wir haben die Rückrunde auch schön geballert. Ja, es war eine sehr gute Rückrunde. Natürlich viele Punkte. Wir haben viel mehr Punkte als unsere, Konkurrent, wie Leipzig, Gladbach. Die waren Herbstmeister. Ja, sie waren Herbstmeister. Was bleibt dir sonst vielleicht noch so in Erinnerung von dieser Saison, außer Corona? Was hast du im Kopf, wenn dich in 10 Jahren jemand fragt? Alles, weil wir haben eine sehr Durchschnitt-Hinrunde gemacht. Wir wussten, wir sollten mehr machen in die Rückrunde. Natürlich ist ganz normal. Wir hatten 30 Punkte in die Hinrunde und wir wollten das besser machen und wir haben das geschafft. Und wir waren besser auch als, wir haben wenig Tore gekriegt. Sehr wenig, ja. Wenig. Okay. Wenig, nicht übertreiben. Ja. Wenig, sehr wenig. Und das war auch ein Schlüssel. Und wir haben auch viele Tore gemacht. Und auch Coronavirus oder nicht, es war eine gute insgesamt Rückrunde. Müssen weiter. Ja, klar, zweiter Platz. Ja. Wenn man jetzt so in die neue Saison geht, gehst du dann vielleicht noch mal sogar auf das erste Halbjahr ein, auf die Fehler, die gemacht wurden, oder stellst du die positiven Dinge der zweiten Halbzeit mehr in den Vordergrund? Zweite Rückrunde war gut für mich und wir haben nicht vergessen, unser System gewechselt, war schon am Ende in die Hinrunde. Und wir haben festgestellt, es geht vielleicht besser mit einem 3-4-3 statt mit einer Viererkette. Und wir haben weitergemacht. Wir haben nur einmal, müssen uns erinnern, mit einer Viererkette gespielt in Leverkusen, wo wir 4-3 verloren haben, leider. Es war unnötig, muss ich sagen, es war unnötig, ja, total unnötig. Und wir haben weitergemacht nachher mit diesem System. Momentan, alle Systeme haben ihre positive Sache und negative Sache, auch das ist so, aber war für uns sehr, sehr gut und die Spieler haben das sehr, sehr gut gemacht und wir waren besser. Apropos Kader. Wir haben gestern vermeldet, dass ein neuer Spieler zu uns kommt und das ist, bei mir steht Thomas Meunier, also Thomas Meunier, ist das so? Meunier. Weil ich muss das ja dann laut sagen, nicht, dass du auf der Trainerbank lachst, das möchte ich nicht. Thomas Meunier. Thomas Meunier, ja. Perfekt, also mein Französisch wird von Tag zu Tag besser. Also er wird von PSG Paris also zu uns wechseln und wir haben ein paar Eindrücke von ihm für euch. Luque Bacchio, me, Castells, Thomas Meunier, Borussia Dortmund.
Hello BVB fan, this is Thomas. Can't wait to see you all in the stadium and to start the competition with you. See you very soon. Silver. Fini. Das wird noch sein. Was zeichnet ihn aus? Was sagst du? Was sind Es ist ein Spieler, der ist sehr offensiv, sehr offensiv. Ob er ein Verteidiger ist. 84 Tore offensiv, genau das brauchen wir. Ja, noch ein. Und er ist gewöhnt daran, zu 5 zu spielen. Er spielt auch 4er-Kette, auch manchmal. Aber erfahrener Spieler, natürlich. Er ist 28. Super. Und, ja. Wir können uns auf ihn freuen. Ja. Super. Ja. Jetzt geht es aber noch mal zur Sache, wir zwei. Das Spiel heißt, wer war's? Also einer von uns beiden, uns wird jetzt was gesagt, ich weiß nicht was. Entweder bist du es oder ich bin es. Ihr beide habt als Spieler genau einen Titel geholt. Lucien wurde Schweizer Meister mit Servette Genf. Nobby hat mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen. Wer von euch beiden war älter, als ihr den Titel geholt habt? Ich war... Nicht sagen. Wir müssen es ja raten oder schätzen. Wer war älter? Schweizer Meister, ich Pokalsieger. Ich weiß, wie alt ich war. Wer war älter? Ich sag ich. Ja. Sagst du auch? Ja, wie alt warst du? Du musst sagen, ob du glaubst, dass ich älter war. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, du warst jünger als ich. Trainer sagt, er war jünger. Ich sage, Nein, du warst jünger. Ich war jünger. Ja. Okay, dann beide Norbert. Es ist nur ein ganz minimaler Unterschied, aber Lucien war tatsächlich 16 Tage älter als Nobby bei seinem Titelgewinn. 16, ehrlich? Oh, ist ja verrückt. Ja, aber 16 Tage, das war... Fast nichts. Okay. Es geht weiter mit dem UEFA Cup. Wer von euch beiden hat mehr Einsätze im UEFA Cup? Wer hat mehr? Also, Ich warte, du musst auf einen zeigen. Auf dich oder auf mich? 3, 2, 1. Ich glaube, ich habe mehr. Und Trainer glaubt, er hat mehr. Ja, wieder liegt der Trainer richtig. Der Unterschied ist wieder sehr gering, aber Lucien hat 14 Einsätze. Und ich 12. Richtig, Nobby. Das ist doch scheiße. Der Trainer macht mich fertig. Eine Frage hat Filippo noch. Wir bleiben im UEFA Cup. Der einzige Verein, gegen den ihr beide schon gespielt habt, sind die Bohemians aus Prag. Ja. Nobby mit dem 1. FC Köln und Lucien mit Servette Genf. Ja. Wir möchten jetzt wissen, bei welchem Spiel waren in Prag mehr Zuschauer im Stadion? War mehr Zuschauer im Stadion? 3, 2, 1. Ja, für dich. Glaube ich. Köln war damals, das war 1985 oder 86, in Europa eine richtige Nummer. Also ich würde mich wundern, wenn da nicht mehr Zuschauer gewesen wären. Das wäre eine mögliche Erklärung. Die Antwort ist aber tatsächlich bei Servette Genf. Und zwar, die mögliche Erklärung wäre das Hinspielergebnis. Köln hat nämlich in Köln 4:0 gewonnen. Und ich denke, dass beim Rückspiel dann einfach nicht mehr so viel dran geglaubt haben. Bei Servette Genf war es so, dass das Spiel unentschieden im Hinspiel ausging. Und im Rückspiel deswegen deutlich mehr Zuschauer in Prag im Stadion waren, weil Servette auch leider ausgeschieden ist. Ja, das finde ich schön. Fragen für einen Trainer, immer alles so schön für einen Trainer. Danke. Ja, wir sehen es 53:52. Das wird für mich ein Hammerwochenende übrigens. Also da werde ich es aber mal so richtig krachen lassen. Und am letzten Tag gegen unseren herausragenden Trainer gewonnen zu haben, ist auch für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin echt sehr stolz auf mich. Nein, ich freue mich wirklich. Trainer, am Wochenende, Ja. Lucien, geht eine sehr, sehr lange Saison vorbei. Was wirst du am Samstagabend als erstes machen? Ich hoffe, ich kann unseren Sieg genießen mit allen anderen. Das wäre gut schon.
Vielleicht mit einem schönen Gläschen Rotwein. Ja, sicher. Ja, die Saison war lang, aber wir haben das gut gemacht und wir wollen ein gutes Spiel machen und das ist sehr wichtig, dass wir eine gute Leistung bringen schon. Wir drücken die Daumen natürlich, dass gewonnen wird. Wie wirst du dann die Sommerpause verbringen und auf was freust du dich am meisten? Am meisten, es ist wieder meine Familie zu sehen. Seit 6 Monaten haben wir mit meiner Frau nie, nur mit WhatsApp oder so oder wie sagt man, Skype. Ja. So, und unsere Familie, wir haben 2 Enkelin auch jetzt. Schön. Und, 2,5 und 4,5 Jahre. Wir haben diese Enkelin nicht mehr gesehen. Wir freuen uns, und unsere Freunde auch natürlich. Und, das kann ich mir vorstellen. Ja, das war es für diese Saison. Auch das Feiertags- und Spieltagsmagazin wird es natürlich nächstes Jahr geben. Zwischendurch werden wir euch mit allen Informationen informieren, die es über Borussia Dortmund gibt. Ihr kennt euer BVB TV, die sind immer und überall dabei. Das war's letztendlich. Nochmal ein dickes Dankeschön an unseren Trainer, dass du heute gekommen bist. Alles Gute. Und wir freuen uns auf einen schönen Start in die Saison 2020, 2021. Das war's. Tschüss, macht's gut. Bis dahin, der Nobby und der Lucian. Merci. Merci.